decolor, decolonize, decolonize glamour talks, decolor, decolonize, decolor, decolonize glamour talks, decolonize my mind, yeah, decolonize, verschwend nicht meine Zeit, yeah, decolonize, die Art und Weise, wie ich denke und ich sehe, decolonize, die Art und Weise, wie ich selbst bin und ich rede, decolonize, zeig dir, dass alles auch anders geht. Lass uns das Ganze mal anders sehen. Switch Positionen, Realitäten, lass sie mal schweigen, lass uns mal reden. Decolor, decolonize, decolor, decolonize Glamour Talks. Frau Milagro, können Sie uns Ihr schlimmstes Rassismuserlebnis am Theater erzählen? Eine Studie belegt, dass Männer mit Migrationshintergrund und LGBTQIA+-Personen an Theatern jetzt sogar schon bevorzugt werden. Seriously? For real, dein Ernst? Warum beginnen Debatten über die zeitgenössische deutsche Kunst- und Kulturszene eigentlich so oft bei -100? Mein Name ist Lara Sophie Milagro, ich bin Schauspielerin und ich hatte darauf keine Lust mehr. Bei uns gibt's Raum für Empowerment anstatt Erklärschleifen. Wir wollen Diversitätsdebatten weiterdenken, inspirieren und inspiriert werden und dabei gut aussehen und glitzern. Dekolonisieren und glamourös sein eben. Wir sind hier im Theater im Delphi in Berlin-Weißensee. Das Delphi wurde 1929 als Stummfilmkino erbaut und da es damals hier in Weißensee so viele Filmproduktionsstätten gab, nannte man diese Gegend auch Klein-Hollywood. Der Romeo war die erste große Rolle meines heutigen Gastes und nur einige Monate später hatte er seine erste Hauptrolle in einer der erfolgreichsten deutschen Jugendserien überhaupt. Und er sucht sich auch schon die nächste Herausforderung als Drehbuchschreiber. Denn er wünscht sich diverse Geschichten mit komplexen Figuren im deutschen Film und Fernsehen. Als performative Einlage hat sich mein Gast etwas gewünscht, was für mich echtes Neuland war. Aber gemeinsam haben wir die Challenge bravourös gemeistert. Doch dazu später mehr. Jetzt erstmal herzlich willkommen, Lukas von Horbaczewski. Herzlich willkommen zu den Decolonized Glamour Talks, Lukas von Horbaczewski. Danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich so sehr, dass du hier bist. Ich freue mich auch. Lukas, du bist und machst sehr vieles. Du bist in verschiedenen künstlerischen Bereichen unterwegs. Du bist Schauspieler, du bist Drehbuchautor, du bist Synchronsprecher. Du hast aber erzählt, dass du das war ein Theaterensemble an der Volkshochschule in Rheinbeck, genau. Dein Heimatstädtchen bei Hamburg, ja. Dass du da eine Rolle gespielt hast, die sehr wichtig für dich war. Was war das für eine Rolle? Ja, das war der Romeo. Und ich weiß noch, die erste Durchlaufprobe war so, oh mein Gott, es ist irgendwie eins und es funktioniert. Und dann war das halt total schön, so die Vorstellung, die wir hatten, zu machen. Und einfach dieses Gefühl, ich finde, man kann das irgendwie nicht so gut beschreiben, aber dieses Gefühl, bevor man auf eine Bühne raufgeht, vor allem wenn es so eine Rolle ist, die fast in jeder Szene drin ist, du weißt halt, du gehst von dieser Bühne nicht wieder runter. Ja. Es gibt halt keinen zweiten Take oder es gibt kein Zurück mehr. Ja. Und das ist irgendwie so ein Gefühl, das habe ich geliebt und das vermisse ich auch. Und es gab auch einen Moment, der ist mir ins Gehirn gebrannt, den werde ich nie vergessen. Da Spoiler, in dem Stück bringt sich Romeo ja irgendwann um, als er dann Julia findet. Und ich spreche so meinen Monolog darüber, warum ich das jetzt nicht mehr aushalte und warum ich jetzt sterben muss, wenn sie nicht mehr am Leben ist. Und höre so kurz bevor ich ansetze, wir haben das mit Gift gespielt, einen kleinen Jungen aus der ersten Reihe, der sagt, nicht trinken. Und ich stehe auf der Bühne und bin so, oh Gott. Und das war wirklich, das hat mein Herz zerrissen. Und dann habe ich es natürlich trotzdem gemacht, weil so geht halt das Stück. Und dann bin ich aber direkt nach der Vorstellung, nach dem ganzen Verbeugen, was auch immer, bin ich so zu ihm hin und war so, ja, und es war wirklich alles nur gespielt und es ist nicht echt und so. Und er so, ja, meine Eltern haben mir das jetzt auch erklärt. Und das hat mir aber in dem Moment total das Herz zerrissen. Und da sieht man ja, wie das so, also nicht nur bei Kindern, natürlich auch bei Erwachsenen, aber so, wie das trotzdem bei einem ankommt. Ja, genau, und es war dann irgendwie so, es fühlt mich für mich wohl, da fühle ich mich gut und da kann ich irgendwie ich sein oder einfach mich in mir selber spüren. Und deswegen war das dann irgendwann auch so, okay, ich möchte das halt am liebsten immer machen. Und wie macht man das, wenn man halt nicht die Möglichkeiten hat oder nicht die Leute kennt? Und da ist es dann immer in meinem Bauchgefühl immer gewesen, zu versuchen, okay, ich
versuche mich so gut vorzubereiten, dass wenn der Moment kommt, wo ich eine Chance habe, dass ich es dann schaffen kann. Das hat funktioniert, Ja. weil also während du noch in Rheinbeck gespielt Ja. hast, hast du auch schon parallel angefangen zu drehen für Funk bzw. ZDF Neo, und zwar für die Jugendserie Druck. Wie kam das? Also das ist ja ein ziemlicher Stretch, so ich sag mal so Volkshochschule Rheinbeck, Theaterensemble, drehen in der Hauptrolle für ZDF Neo, wird über YouTube ausgestrahlt. Bist du entdeckt worden, so wie man sich das immer so klischeemäßig vorstellt, in einem Club oder Café oder auf der Straße oder so? Oder wie bist du zu der Serie gekommen? Druck basiert ja auf einem norwegischen Original, Skam heißt das, und das habe ich auch gesehen. Dementsprechend habe ich mir dann die erste Staffel von Druck angesehen. Und dadurch, dass heutzutage unsere Telefone ja so unglaublich interessiert daran sind, was wir alles so machen, hat mein Telefon verstanden, okay, ich schaue Druck, und hat dann auf Instagram mir vorgeschlagen, einen Castingaufruf von der Druck-Instagram-Seite, obwohl ich denen zu der Zeit noch gar nicht gefolgt bin. Ach, cool. Und da war dann die Ausschreibung, dass sie nach einem Trans-Schauspieler gesucht haben. Und dann habe ich halt angerufen, Angelika Buschina heißt die Casterin, und ich meinte, ja, ich habe gesehen, sie suchen einen Trans-Schauspieler. Und dann meinte sie, Tanzschauspieler, ja, wir suchen Tanzschauspieler. Und ich so, nee, Trans? Und sie so, ach so, ja, das auch. Und daraus ist dann sozusagen alles entstanden. Ich hatte dann irgendwie Glück. Ich wusste halt gar nicht, für welche Rolle das war. Und dann habe ich das Casting bekommen, für das E-Casting. Und im Kunstunterricht habe ich es gelesen und habe verstanden, dass es die Hauptrolle ist. Und vor allem die Rolle, die im Original Evan ist, die ich halt total toll finde. Und ich war so, ich reiche das so meiner Kollegin rüber, die halt auch die Serie geschaut hat. Sie guckt mich so an, ist so, oh mein Gott. Und ich so, oh mein Gott. Und ab dem Moment war irgendwie für mich klar, das muss funktionieren, das muss klappen. Und ich habe 38 Takes aufgenommen von diesem E-Casting. Die 36. habe ich abgeschickt. Wow, was für eine Story. Also das Social Media wirklich eine tolle Gutes Funktion gehabt. Ja, total, Zur total. Ausnahme mal. Druck war dann unglaublich erfolgreich. Das muss ich jetzt mal ablesen. Es war nämlich zweimal 2019 und 2020 für den Grimme-Preis nominiert. Es war außerdem 2020 für den Fernsehpreis nominiert in der Kategorie Beste Dramaserie. Und außerdem wurden einzelne Cast- und Crew-Mitglieder, Members nominiert und ausgezeichnet, unter anderem Tua Verweil, die dann 2020 beim Deutschen Schauspielpreis auch als beste Nachwuchsschauspielerin ausgezeichnet wurde. Und du warst im selben Jahr nominiert für den Bunte New Faces Award. Und viele, wenn nicht die meisten Folgen auf YouTube haben über 1 Million Klicks. Also es war wirklich wahnsinnig erfolgreich. Wie war das für dich, so, also von 0 auf 100 sozusagen, in dieser unglaublich erfolgreichen Serie zu sein und ja auch ein unglaublich erfolgreicher Schauspieler zu sein, dann mehr oder weniger sofort, also ganz oben einzusteigen? Ja, also 0 auf 100 beschreibt es eigentlich sehr gut. Auf einmal wird man auf der Straße erkannt und es kann nicht irgendwie mit Freunden unterwegs sein, ohne dass irgendjemand irgendwann kommt und sagt, hey, kann ich ein Foto machen? Und das war auf so vielen Ebenen neu, da hatte ich gar nicht die Zeit, um mich irgendwie darauf einzustellen oder vorzubereiten, weil es halt wirklich vom Drehen direkt in die Ausstrahlung ging. Nach der Staffel Ausstrahlung durfte man dann sozusagen vom Cast her auch von den Instagram-Accounts von privat auf öffentlich gehen. Und ich hatte vorher 333 Follower. Das ist jetzt anders. Bin öffentlich gegangen und hatte innerhalb von einer Stunde 20.000. Ja, Wahnsinn, krass. Du kannst diese Nummer auch gar nicht einschätzen. Ne? Du hast dann auf einmal so viele Leute und du weißt gar nicht, was das bedeutet. Was ändert das denn jetzt? Und habe aber damals noch nicht in Berlin gewohnt. Ich habe da nur gedreht gehabt und dann bin ich wieder zurück nach Rheinbeck und dann sitzt du in deinem Dorf und denkst, oh Gott, was produziere ich denn jetzt? Was ist spannend genug, was ist aufregend genug für diese ganzen Menschen, die jetzt irgendwie sehen wollen, okay, was passiert jetzt mit ihm oder mich irgendwie unterstützen wollen. Das war so wirklich dieses von 0 auf 100 und mittlerweile ist es alles zum Glück ein bisschen abgeebbt. CSD ist eigentlich immer so der Tag, wo ich weiß, okay, weil unsere Geschichte ja auch queer war und dadurch auch viele Leute, die aus der Community sind, halt auch sich da gesehen haben oder das konsumiert haben. Und dann, wenn ich beim CSD unterwegs bin, dann ist es oft so, dass dann doch noch mal ein paar mehr Leute kommen. Aber da freue ich mich dann halt auch immer drüber, weil
es ist ja total schön zu wissen, dass es so viele Leute erreicht hat und berührt hat und mich selber total. natürlich auch. Ja. Du hast in Druck eine Rolle gespielt, die im deutschen Film, Fernsehen, auch Theater sehr selten vorkommt, nämlich den Transjungen David. Wie wichtig findest du authentisches Casting bei Transrollen, bei queeren Rollen, aber auch ganz allgemein? Also findest du es wichtig, dass schwarz gelesene Schauspieler zum Beispiel schwarze Rollen spielen, asiatisch gelesene Rollen oder Figuren mit Behinderung von SchauspielerInnen mit Behinderung gespielt wird? Ja, also ich glaube, ich bin da in diesem Diskurs wahrscheinlich auf einer ähnlichen Seite wie du, wo ich sagen würde, ich finde authentisches Casting super wichtig und auch bereichernd, weil diese Rollen ja am Ende des Tages diese Community auch repräsentieren sollen. Und wenn das von jemandem gespielt wird, der, egal wie viel Recherche man macht, diese Lebensrealität nicht nachvollziehen kann, dann entsteht, glaube ich, oft einfach ein Lückengerüst und auch ein Gefühl von, ihr wollt zwar unsere Geschichten erzählen und damit irgendwie Profit oder Storytelling machen, aber ihr wollt uns nicht in die Geschichte involvieren. Und ich glaube, das ist so eine Gefühligkeit, die ich teile, wo ich sage, da finde ich authentisches Casting unglaublich wichtig. Ich glaube, dass ich zum Beispiel habe auch schon eine Rolle gespielt, wo ich im Nachhinein sage, das hätte ich nicht machen sollen. Bei Soko Leipzig habe ich eine Transfrau gespielt. In dem Gedankengang, dass ich dachte, okay, sie haben Jungs angefragt, um diese Rolle zu spielen, also Cis-Männer. Und ich dachte, wenn ich das spiele, dann hat das wenigstens einen gewissen Grad von akkurater, dass jemand weiß, wie es sich anfühlt, trans zu sein. Aber damit habe ich natürlich total diesen Narrativ unterstützt, zu sagen, dass man Männer für Transfrauen besetzen sollte. Wenn die Aussage war damals, sie haben keine Transfrau gefunden, dann hätte ich darauf bestehen müssen, denen zu sagen, hey, dann castet mindestens eine Cis-Frau oder erzählt die Geschichte einfach gar nicht. Und das ist auch für mich so ein Lernprozess gewesen, wo man auch selber dann sagen muss, hey, du denkst zwar gerade, du tust was Gutes und du willst eigentlich einer Community oder einer bestimmten Personengruppe einer Community Repräsentation bieten, aber du machst es eigentlich nicht, weil das bist du halt nicht. Ich glaube, es ist auch eine Entwicklung. Und solange das noch irgendwie sowohl die Figuren als auch die SchauspielerInnen aus diesen Communities so wenig Sichtbarkeit haben, finde ich es halt auch wahnsinnig wichtig, dass wir das dann selber spielen, sozusagen. Ne? Und so dieses Argument, alle sollen alles spielen können, finde ich auch, das ist natürlich das Ziel. Aber es ist noch nicht die Realität. Genau, aber es ist noch nicht die Realität, weil genau das ist ja der Punkt, dass wir eben gerade mal dafür gekämpft haben, dass wir uns selber spielen dürfen, geschweige denn etwas, was wir in den Augen der Mehrheitsgesellschaft nicht sind. Ja, wobei der Rollenbeschreibung nicht mit drin steht. Genau, POC genau. Oder so. Wobei man ja auch sagen muss, dass bei den meisten Rollen gar nicht dabei steht. Also sie sind ja gendermäßig, was die sexuelle Identität betrifft, was die Hautfarbe betrifft, gar nicht näher spezifiziert. Also es steht ja nicht Romeo, cis und weiß oder so. Ne? Also es wird einfach angenommen. Genau. Das heißt, die meisten Rollen sind ja eigentlich total offen, was die Besetzung angeht. Es wird bloß automatisch angenommen, dass sie halt im Sinne der sogenannten Mehrheit besetzt werden. Ja. Es ist gerade mal so ein bisschen, wie es sich ändert. Und jetzt hört man schon so die ersten Leute, weißen die sich darüber Cis-Dudes, die sich beschweren, dass sie halt keine Rollen mehr kriegen. Aber ich meine wirklich, hätten die bei Druck nicht darauf geachtet, das akkurat zu besetzen, dann würde ich ja nicht hier sitzen. Ja. Ich meine, ich habe ja oft in vielen Teilen meiner Berufe, auch beim Synchronsprechen, nur die Chance bekommen, mich überhaupt zu zeigen und zu beweisen, weil die Rolle trans war. Das wollte ich dich gerade fragen. Was hast du für Erfahrungen gemacht im Synchron? Weil ich habe zum Beispiel, ich mache auch sehr viel Synchron und ich habe bis zum heutigen Tag noch nicht eine weiße Rolle gesprochen. Also ich finde es total schön. Ich finde es gut, dass wir uns selber spielen oder sprechen, aber ich finde es nicht gut, dass wir darauf reduziert werden. Ja, das werden weiße SynchronsprecherInnen ja auch nicht, die dann ja halt auch POC sprechen. Genau, die können alles repräsentieren. Wie ist das bei dir im Synchronbereich? Ja, das ist das Lustige, wenn man zwei Sachen abdeckt, mit POC sein und Trans sein, dass dann halt in der Trans-Community die Auswahl derer Meinung nach, weil sie halt dann gucken, wer da ist in Deutschland, nicht so groß ist. Dementsprechend habe ich schon, die erste Synchronrolle, die ich gesprochen habe, war weiß. Das war ein weißer Junge aus Alaska, den ich gesprochen habe auf Deutsch. Und ich habe auch seitdem auch weiße Rollen gesprochen. Es ist interessant, ne, was andere in einem sehen und was andere, diese Zuschreibungen, die andere machen und das, was man selber in sich sieht oder nicht sieht. Wirklich, ich erzähle das gerne. Ich wache ja nicht morgens auf
und denke, ach, ich bin trans. Also es ist ja kein, oder ich bin POC, das sind ja keine Gedanken, die mir sozusagen so in den Kopf aktiv kommen. Das sind ja immer Dinge von außen. Ja, es ist für einen selber Normalität und von außen wird einem gespiegelt, es ist was Besonderes oder von abnormal anders. oder wie man auch immer das nennen möchte. Es geht ja viel auch in der ganzen Trans-Debatte um Personalpronomen. Und am Ende des Tages, wenn wir uns miteinander unterhalten, benutzt du ja gar nicht dritte Person Personalpronomen für mich, weil wir ja miteinander reden. Es ist ja du oder ich oder nicht er. Und wenn du dann aber Kommentare liest, die sozusagen über dich schreiben, da benutzen sie halt die dritte Person. Und das war für mich voll schön, zu der Zeit das zu lesen. Das hat mir richtig viel Gender-Euphoria gegeben, dass Leute geschrieben haben, so, ich frage mich, was er gerade macht. Und es ist so bescheuert, aber deswegen finde ich es auch so schade, wenn Leute sich so krass in dieser Personalpronomen-Debatte so aufhängen, weil ich mir denke, es ist doch eigentlich voll schön, wenn sich die andere Person einfach wohlfühlt, wenn du über die redest. Und vor allem voll oft in einem Gespräch musst du es ja gar nicht benutzen. Das ist eigentlich mehr, wenn du über die Person sprichst. Hast du das Gefühl, dass du unter dem Druck stehst, als Schauspieler ein gewisses Männlichkeitsbild zu verkörpern, oder hast du das Gefühl, da ändert sich auch gerade was, also dass das weiter gefasst wird, was als männlich oder weiblich definiert wird? Ich habe oft das Gefühl, wenn man so die Leading-Männer-Roles spielen möchte, muss man mindestens ein Sixpack haben. Ich habe da auch so meine Kämpfe mit, weil einerseits denke ich so, na gut, wenn ich halt diesen Job machen will und wenn ich diesen Rollen dann entsprechen will, dann muss ich das halt einfach machen. Das ist halt so, das ist mein Job als Schauspieler. Und andererseits denke ich mir so, aber es ist doch voll blöd, wenn alle gleich aussehen und wenn alle irgendwie immer wieder diesen Körpertyp zeigen. Und von meiner Gender Expression aus habe ich das so im letzten Jahr erst so angefangen, mich auch ein bisschen einfach freier zu kleiden. Ich glaube, viel kommt auch einfach von dem Transsein selbst, wo ich das Gefühl habe, so ich muss irgendwie beweisen, dass ich ein Mann bin, obwohl ich natürlich weiß, dass ich nicht der männlichste Mann auf diesem Planeten bin, muss ich auch gar nicht sein. Um ja, aber das ist wieder die Frage, wie definiert man männlich? Genau, also was ist das überhaupt? Was ist das? Ja, genau. Also das ist ja auch oft dann so innerhalb von Communities, was ist schwarz? So, wie bin ich besonders schwarz? Do I have to work hard to be black? Am I black enough? Oder, also dann so, wer definiert das, was das ist? Oder weiblich oder männlich oder keine Ahnung was? Komplett kulturell und auch der Zeit geschuldet. Ich meine, wenn dann solche Leute wie, was weiß ich, Harry Styles jetzt in einem Kleid Fotos für die Vogue machen, ist es irgendwie so, wo sind die echten Männer hin? So, die gibt es auch, die findest du auch, kannst ja auch zu denen gehen. Aber die anderen gibt es halt auch und es ist doch schön, dass ganz unabhängig von deiner sexuellen Orientierung oder von deiner geschlechtlichen Orientierung du einfach frei sein kannst, als Mann und als Frau. Ich hoffe, dass sich das doch weiter so entwickeln wird und dass ich halt auch weiterhin trotzdem die heterosexuellen Cis-Männer spielen darf. Dass die Macher die Ehre haben, dass du das spielst. Andersrum. Das ist sehr schön gesagt. Nicht, dass du es darfst, sondern dass du ihnen die Ehre gibst. Ja. Das ist schön. Du hast in Staffel, ich glaube, ab Staffel 7 von Druck bist du vom Schauspieler auch zum Drehbuchautor geworden. Und du hast unter anderem auch den Outing-Monolog deiner Figur mitgeschrieben. Genau, oder in Staffel maßgeblich 3. oder komplett geschrieben. Ich saß im Zug, habe die Drehbücher durchgegangen und habe irgendwie überlegt, was könnte man noch so sagen oder so. Und habe dann das Gefühl gehabt, oh Gott, das ist so ernst. Und ich habe das Gefühl, David würde irgendwie versuchen, die Situation so ein bisschen aufzulockern, weil er sitzt ja gerade gegenüber von einer Person, die er eigentlich so liebt. Und dann hatte ich den Satz geschrieben, ich bin ein Junge, ich muss mich nur ein bisschen mehr dafür anstrengen. Und das war so als Witz gemeint eigentlich. Und dann in der Szene selber ist er so viel emotionaler geworden als lustig und wurde auch zu dem Satz, der, glaube ich, mit am meisten zitiert wurde, wenn es um David ging oder um seine Transidentität. Und das hat mich irgendwie voll glücklich gemacht, dass ich diesen Satz, der auch aus mir kam, so in diese Serie mit einfließen lassen konnte und dass der auch mit so vielen Transmenschen resoniert. Und ich habe damals auch gesagt, als ich die Serie gemacht habe, für mich, dass ich diese Rolle spiele für mich vor 3 Jahren. Weil wenn ich das gehabt hätte zu der Zeit, als ich das alles irgendwie rausgefunden habe und so, da hätte es mir so viel leichter gefallen, glaube ich. Ich hätte mich nicht so verloren gefühlt. Und also diese Seite Ding der Repräsentation, ne? So viel wir ja auch teilweise wieder damit hadern, dass wir irgendwie
eine Community representen müssen und eben nicht darauf reduziert werden wollen. Aber es ist eben trotzdem gleichzeitig auch wahnsinnig wichtig. Und das haben auch so viele meiner Gästinnen gesagt, die hier im Decolonized Glamour Talk waren. So, hätte ich ein Vorbild gehabt oder ich hätte mir so gewünscht, eine andere Transperson, eine andere schwarze Person, eine andere Person mit Behinderung, als ich jung war, irgendwie zu haben. Du hast es ja eben beschrieben, so was du dann mit reingebracht hast in diesen Monolog, was die sich gar nicht so hätten ausdenken können, weil sie eben diese Erfahrung nicht haben. So erwartet ja auch niemand, aber eben deswegen der Aufruf, sich die Experten ins Team zu holen und diese Expertise auch wirklich in Anspruch zu nehmen, nicht zu denken, man könnte das alles aus sich selber generieren. Ich glaube, das Mindeste ist immer, sage ich so, Recherchepartner oder Sensitivity Readings, weil klar, man sagt immer, es gibt dann vielleicht nicht den Autoren, der genau das abdenkt. Eigentlich gibt es die schon, man muss sie nur finden. Absolut, ja. Aber ich glaube, selbst wenn man in einem Writers Room sitzt, wo man weiß, okay, wir repräsentieren gerade nicht hier alles, was wir erzählen wollen, wir wollen aber divers erzählen, dann lasst uns doch bitte uns mit den Themen und mit den Menschen auseinandersetzen. Genau. Vor allem, ich hatte einen tollen Vortrag gehört letztens über Charaktere mit Behinderungen, die halt oft entweder die Opferfigur sind der Geschichte oder der Held sein müssen, der Übermenschliches schafft. Ja, der Held ist trotzdem. Genau, über die Behinderung hinaus und das ist dann der Erfolg. Und ich will es nicht sagen, dass es bei jeglicher anderen marginalisierten Gruppe genauso ist, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass man so, dann hat man irgendwie die Rassismuserfahrung als Rolle und dann kommt man aber darüber hinweg und zeigt es denen dann trotzdem. So, und das sind so Storylines oder Narrative, die halt eigentlich voraussetzen, dass dieses Grundproblem selbst, also dass Rassismus uns passiert, dass das sich nicht ändern kann, sondern nur du kannst ändern, wie du damit umgehst. Und die Figur arbeitet sich dann doch auch wieder an der sogenannten Mehrheitsgesellschaft ab. Arbeitet sich sozusagen gerade da trotzdem so normal zu sein wie möglich. Oder so. Und das ist eigentlich so dieses Rollenbild, das ich sozusagen nicht mehr unterstützen möchte oder nicht mehr sehen möchte, weil ich das Gefühl habe, dass es so das unterstützt, was eigentlich nicht wir sind oder nicht repräsentativ ist und auch ein falsches Narrativ irgendwie stützt und halt eher Rollen, die auch einfach da sein können. Einfach Rollen erzählen zu können, die auch einfach mal Queer Joy oder BIPOC Joy halt einfach so, dass es auch toll sein kann. Teil dieser Gruppen zu sein. In diesem Sinne habe ich eine letzte Frage an dich. Was würdest du gerne nochmal spielen? Den Romeo hast du ja schon abgehakt. Was wäre so gerade so das, wo du sagst, oh, das ist was, worauf ich total Lust hätte? Ich würde super gerne mal das ist keine Figur, aber was mit Magie spielen. Wo ich irgendwie zaubern kann oder so, weil ich mir mal vorstelle, wenn ich dann später eine Familie habe, dass ich meinen Kindern dann zeigen kann, guck mal, hier macht Papa irgendwie so Funken aus seinen Händen. Weil ich wirklich, wenn ich so Fantasy-Filme geschaut habe, es war für mich das Tollste. Ich war immer so, boah, sowas will ich machen oder so. Deswegen sowas in der Art wäre so ein Traum von mir, mal irgendwas mit Magie spielen zu können. Lukas, wir sind schon am Ende angelangt unseres Talks und wie immer bei Decolonized Glamour Talks gibt es jetzt noch etwas Performatives von uns. Und wir haben ja heute viel gesprochen über Rollen, die was mit uns zu tun haben oder nicht mit uns zu tun haben. Und das, was wir jetzt zusammen machen, muss ich sagen, hat mit meiner Lebensrealität relativ wenig zu tun. Also auch das Genre ist etwas Musical nämlich, womit ich bisher eher wenig Berührung hatte. Aber durch dich und durch unsere gemeinsame Vorbereitung habe ich es richtig lieben gelernt. Und erzähl mal, was machen wir? Wir singen Ausschnitt aus dem Song Draußen ist Freiheit von dem Musical Tanzvampire. Und das ist ein Musical, also die CD habe ich mit meiner Mutter die Woche mindestens 2-mal im Keller durchgesungen, seit ich irgendwie 4, 5 Jahre alt bin. Und, im Keller? Ja. Warum habt ihr das im Keller? Weil wir alle unsere Musikinstrumente im Keller hatten. Okay. Weil meine Mutter Querflöte spielte, mein Vater Klavier. Und dann haben wir immer da unten Musik gemacht. Und da haben wir diese CD halt immer und immer und immer wieder durchgesungen. Und es ist auch mein Lieblingsmusical. Und ich fand es aber voll schön, irgendwie das mit dir teilen zu können und dass wir das gemeinsam zusammen machen. Total. Also eben noch im Keller, jetzt schon im Theater
im Delphi auf der großen Bühne. Unter diesem Dach lebt der liebste Mensch der Welt. Kann es Zufall sein, dass wir uns trafen hier? Sarah, bist du wach? Bitte komm doch an dein Fenster. Ich stehe hier im Mondlicht und wünsch mich, ich wär bei dir. Nicht so laut, ich bin ja da. Mach bloß keinen Lärm, sonst hört dich Papa. Kann es wirklich sein? Es ist ziemlich spät. Du und ich allein. Ich hält's nicht mehr aus. Ich bin glücklich. Niemand darf's wissen. Ich wollte dich sehen. Drinnen erstieg ich. Draußen ist Freiheit, dort wo der Horizont beginnt. Gibt es ein Land, in dem alle Wunder möglich sind? Keine Mauer, die uns hier trennt. Keine Grenze, die wir nicht überwinden. Komm zu mir, denn mit dir kann ich bis zu den Sternen gehen. Draußen ist Freiheit und Hoffnung, die man hier nicht kennt. Draußen ist Freiheit, weit fort von allem, was uns trennt. Beginnt, was man Leben nennt. Draußen ist Freiheit, dort wo der Horizont beginnt. Gibt es ein Land, in dem alle Wunder möglich sind? Beginnt, was man Liebe nennt. Decolonize Glamour Talks. Decolonize, decolonize Glamour Talks. Decolonize my mind, yeah. Decolonize, verschwend nicht meine Zeit, yeah. Decolonize, die Art und Weise, wie ich denke und ich sehe. Decolonize, die Art und Weise, wie ich selbst bin und ich rede. Decolonize, zeig dir, dass alles auch anders geht. Lass uns das Ganze mal anders sehen. Switch Positionen, Realitäten, lass sie mal schweigen, lass uns mal reden. Decolonize Glamour Talks.